Wir feiern einen Erfolg. Hallo, wir sind Tedder und Ete und wir machen Kunst und wir würden auch ganz gerne davon leben können. Und gerade kümmern wir uns auch noch um den Garten und Heute packen wir eine Gitarre aus. kein Geld, aber neue Instrumente kaufen. War das schon alles? Nein? Das ist Wahnsinn. Ich sehe leider im Moment auch keine Lösung. Die Brustshopping. Bariton-Gitarre war überhaupt nicht vorgesehen. Wir hatten weder die Kohle. Das kommt aus Indonesien. Durch ein paar Irrungen und Wirrungen ist es aber dann so gekommen und das war sehr gut, weil die Bariton-Gitarre hat für mich in dem Song namens Bazaar die nächste Evolutionsstufe gezündet. Nun dann, willkommen in der Evolution eines Songs. Die Bariton-Gitarre klingt insgesamt, wenn man von der normalen Gitarrenstimmung ausgeht, die ja eher D-G-H-E ist, klingt sie einfach eine Quarte tiefer. Das ist ein schöner Hals. Mir fällt gerade ein, dass ich, glaube ich, überhaupt keinen Gurt haben. 15 oder 20 Jahre alten Gitarrengurt mehr habe. Ja, liebe Menschen, und diese Bariton-Gitarre, die wird später noch zum Gegenstand geradezu dramatischer Ereignisse. Aber erstmal nutzen wir doch die letzten Sommertage, um Frösche zu transportieren und mein Pickguard einzusprühen. Dann wollen wir doch mal sehen, wie lange der Tag hält. Und während der Lachs seinen ersten Härtetest erlebt, recherchiere ich Toningenieure. Warum und wie das alles so läuft, darüber sprechen wir dann unter anderem in den nächsten Folgen. Du hast Hunger, Wieso? dachte ich so. Stimmt. Mein Teddy ist jetzt schnell was essen gegangen und ich nutze die Zeit, um aufzuschlüsseln, was da gerade passiert ist mit dem Song namens Bazaar. Ich habe angefangen mit den Obertönen zu spielen. Meine zwei sehr geliebten Effektpedale, die ich mitgenommen habe, die habe ich benutzt und geguckt, wo dieses ganz einfache Setup mich hinbringt. Irgendwie stirbt gerade dieses Wah-Pedal, weil ich es erst zweimal benutzt habe. Dann passieren die Sachen irgendwie ganz organisch und ganz schnell. Ich komme noch nicht richtig vom Fleck. Ich weiß noch nicht richtig, wo ich hin will. Ich spiele mal kurz was an Takt 210, wen es interessiert. Also schon ziemlich weit hinten. Und das ist eine Bariton-Gitarre zusammen mit dem Whammy und mit dem Wah-Pedal. So, und dann klingt das so. So, das habe ich gespielt. Das Wah-Pedal ist einfach in einer Position, das ist fix, weil es nämlich einen Filtersound macht. Es kann nicht nur Wah-Wah machen, sondern es reichert halt das Signal mit extrem vielen Höhen an. Zu dem Wah-Pedal gibt es noch das Signal der Bariton-Gitarre, also das tiefe B, mit der Oktave drauf. Und das macht ja das Whammy-Pedal. Und dann dachte ich, das ist ein interessanter Klang, kann man da ein bisschen Zerre drauf tun. Und dann klingt es schon so.
So, da klingen echt viele Obertöne raus. Dann habe ich die nächste Sache draufgelegt. Weil ich ja nimmersatt bin, habe ich da noch eine Sache draufgelegt. War das schon alles? Nein? Naja, und das ist eine der Stellen, bei denen mich die Baritongitarre extrem beschenkt hat und die für mich total gute und schön klingende Lösungen produziert hat. Braucht man jedes Mal ein neues Instrument, wenn man eine neue Lösung braucht? Nein, man kann extrem weit kommen mit auch nur einem Instrument. Bis auf 2 Songs habe ich alle Gitarrenspuren mit 2 Gitarren eingespielt. E-Gitarren, 2 E-Gitarren, 2 Bässe. Da braucht man jetzt kein riesen Arsenal dafür. Man muss nur wissen, was man will und was richtig klingt für einen. Und wenn das so zusammenkommt, wie Etu wollte sowieso schon sehr lange eine Baritongitarre haben und hat sie sich nicht gegönnt. Und Mensch, jetzt ist doch mal ein guter Zeitpunkt, ein neues Fenster zu öffnen. 15 Minuten. Nein, das wird reichen. Bereit? Auf irgendwas Bestimmtes achten oder einfach wirken lassen? Nur wirken lassen. Ich habe schon überlegt, ob du dir am Anfang eine Runde Chorus-Refrain sparst, um das praktisch noch schneller zu entwickeln. Kann man aber wahrscheinlich schwer entscheiden, bevor nicht die Gesangsstimmen da sind. Ja, das hier fand ich, da muss noch irgendwas ein bisschen runder werden, aber hier ist es dann schon ziemlich da. Wir feiern einen Erfolg. Ich glaube, da kann man noch coolere Sounds finden für einige Sachen, die das noch spaciger, sphärischer machen. Ja. Ich werde versuchen, mehr mit dem Sound noch zu machen. Ich werde wahrscheinlich versuchen, auch die Ud, also das hier, das zu ersetzen. Durch selbst gespieltes Instrument? Nee, wahrscheinlich auch durch diesen Ambient-Sound, damit es reinführt und wieder rausführt. Irgendwie finde ich die Ud inzwischen, obwohl das natürlich ein ganz tolles Instrument ist, aber ich finde, es ist vielleicht jetzt zu viel. Ich finde es gar nicht schlecht, dass es ein natürliches Instrument ist. Weil das dann in dem Moment schön bricht, weil davor alles so sehr elektronisch klingt natürlich. Stimmt auch wieder. Mehr dazu gleich. Und das hier ist ein Buchsbaumzünsler. Alle Menschen, die Buchsbäume in ihrem Garten haben, kriegen jetzt spontan Haarausfall, wenn sie das sehen. Es gibt ja wirklich Gärtner, die sind so leidgeprüft, die führen einen jahrzehntelangen Kampf gegen den Zünsler. Ja, wo ist die denn jetzt? So, dann wollen wir anwerfen, wa? Bitte räumen Sie jetzt den Einzugsbereich. Leerer Lempel auf dem Trecker. Soweit ich weiß, ist der Zünsler eine Art Falter. Der legt seine Eier in den Buchsbaum. Dort schlüpfen dann viele kleine Larven. Die werden zu hübschen kleinen Raupen, so wie die wir eben gesehen haben. Und die fressen sich dann einmal durch diesen Buchsbaum. Wenn sie genug gefressen haben, verpuppen sie sich. Dann schlüpfen neue Falter. Sie fliegen zum nächsten Buchsbaum. Und dann geht das Spiel von vorne los. So lange, bis alle Buchsbäume im Garten vernichtet sind. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das auch eine invasive Art.
Und man hat auch eine gewisse Verantwortung, was zu tun. Die bleiben ja nicht nur im eigenen Garten. Wenn hier alles aufgefuttert ist, dann fliegen sie zum nächsten. Es ist ja immer ein zweischneidiges Schwert mit Lebewesen im Garten. Schädlinge, Nützlinge, wie teilen wir die Natur in Kategorien ein? Aber es hilft ja auch nichts. Man kann nicht das Feld einer invasiven Art überlassen, die alles wie so ein Heuschreckenschwarm abgekaut hinter sich lässt. Sonst freut sich nur der Zünsler und sonst niemand mehr. Mensch, Zünsi. Was machen wir mit dir? Absammeln ist immer noch die naturfreundlichste Variante, glaube ich. 2 Marienkäfer. Da sitzt noch einer. Na, wo warst du denn jetzt? Hat er sich schnell verpieselt? Nee, da ist er. Kommst du her? Was alles in einem einzigen Buchsbaum lebt. Und nur einer der Gäste ist unerwünscht. Nee, was denn? Was ist das? Die Mutter lag gleich daneben. Das ist das Praktische daran. Naja, Werkzeug suchen. 13 ist zu klein und 16 ist zu groß. Also 15 oder 14. Doch, geht doch. Was passiert, wenn du da festhältst? Sodass sich das da nicht mitdrehen kann. Und erstmal hinten rankriegen den Arsch. An die Wand kriegen den Arsch. Das Gewinde hat sich ja schon einen Schlag weg, so wie es sein soll. Heiß, heiß, heiß. 2 lebende Exemplare, das war erstmal die Ausbeute. Das ist auch eine Kunst für sich, bei so einem großen Grundstück alles im Auge zu behalten. Die Natur ist echt fix. Und wenn man an einer Stelle mal was aus dem Blick verliert, dann kann sich das ganz schnell in alle Richtungen entwickeln. Da kann unverhofft irgendwo ein neues Leben entstehen und Dinge prächtig gedeihen, obwohl man sie schon abgeschrieben hatte vielleicht. Und genauso kann plötzlich irgendwo was innerhalb von Tagen verenden, wenn man nicht schnell reagiert. Und manchmal kommt halt alles wirklich sehr, sehr dicke. Und viel von dem, was wir machen, das können wir ja nicht zeigen. Jede einzelne Absage auf unsere Bewerbung, die gelegentlich sehr unschönen Erlebnisse mit unseren Kundinnen und Kunden, ein sinkender Kontostand, der Druck, möglichst viel und möglichst schnell zu schaffen und davon leben zu können. Manchmal, wenn das alles zusammenkommt, geht halt einfach nichts mehr. Und wenn nichts mehr geht, gehe ich manchmal in den Wald. Oder haben wir ganz liebe Menschen, die uns zuhören und uns Rat geben. Meine Philosophie ist einfach, dass man nicht über ungelegte Eier so viel redet, sondern erstmal macht. Wenn du keine Referenz hast oder irgendwas, du wirst nicht ernst genommen. Die wollen dann doch nicht mal deine Musik anhören. Das ist denen total egal. Und das sind Sachen, mit denen man umgehen lernen muss. Und ich kann das inzwischen ganz gut, aber wenn noch 10 Sachen dazukommen, wird es schwierig. Jetzt habe ich gerade mal wieder eine Phase seit langer Zeit, in der ich massiv in den Widerstand gehe. Was ich ja eigentlich sehr, sehr gut gelernt habe, ist nicht zu tun, weil es nämlich dir noch viel mehr Kraft nimmt. Aber gerade muss ich ja einfach mal durch. Diese Frau, für die wir jetzt 2 Wochen gearbeitet haben und dafür, wie viel, 400 €? Nee, 520 sind wir gerade. Gut, 520. Die schaltet jetzt die Anzeigen, die wir bebildert und betextet haben. Und das werden 3 Anzeigen sein wahrscheinlich. 4.000 €. Ich meine, sie hat uns ja von Anfang an klar gesagt, dass das Budget leider begrenzt ist, dass sie uns auf gar keinen Fall mehr zahlen kann, dass ihr das sehr leid tut, dass sie hofft, dass das trotzdem irgendwie so geht. Und wir haben es dann eben möglich gemacht. Nun stellt sich raus, dass sie wahrscheinlich einfach gespürt hat, dass wir auf den Job angewiesen sind und dass wir nicht nachverhandeln werden und dass wir das sicherlich irgendwie möglich machen werden. Und dass sie also mit uns die kreative Dienstleistung sehr günstig einkaufen kann und dann alles weitere Budget, was dann halt eben doch noch da war, für Distribution und für alles mögliche andere einsetzen kann. Und ich meine, das Verhältnis, das kann dann halt schon ein bisschen wehtun, wenn du als kreativer Kopf hinter einer Kampagne irgendwie 500 € kriegst und dann weitere 4.000, 5.000, 6.000 € für andere Dinge eingesetzt werden, die mit dieser Kampagne zu tun haben.
Das sind natürlich Prioritäten, die man setzen kann. Man kann sagen, die Kreativität ist mir so wenig wichtig, dass ich dafür so wenig bezahle und alles andere ist mir viel wichtiger und deswegen gebe ich dafür dann viel mehr Budget aus. Aber es stimmt dann halt einfach nicht, dass sie hätte auf gar keinen Fall mehr zahlen können und dass ihr das furchtbar leid tut und so weiter. Es ist dann halt einfach ein strategisches Vorgehen, um für alles, was mit Kreativität zu tun hat, möglichst wenig bezahlen zu müssen. Das kann man jetzt moralisch irgendwie verwerflich finden, vor allen Dingen, wenn man wir ist. So wie diese Gesellschaft und diese Medienwelt und diese Wirtschaft und dieser Kapitalismus nun mal gestrickt sind, muss man ja gucken, wo er bleibt. Und da hat sie halt jetzt mit uns einen günstigen Fang gemacht. Aus ihrer Sicht hat sie da jetzt wahrscheinlich alles richtig gemacht. Unter dem Strich bleibt, das wird uns halt immer wieder passieren, solange wir auf jeden Job angewiesen sind. Solange wir jeden Auftrag nehmen müssen, den wir kriegen können und nicht das Gefühl haben, dass wir uns das irgendwie leisten können, ein Risiko einzugehen und zu sagen, ja, wir würden den Auftrag gerne annehmen, aber zu den Konditionen können wir das leider nicht. Wenn Sie mit uns arbeiten wollen, und darüber würden wir uns sehr freuen, brauchen wir halt ein bisschen mehr. Und solange wir das nicht machen können, wird uns so ein Kram einfach immer wieder passieren. Und dann müssen wir dann halt die Probacken zusammenkneifen und durch die Zeit durchgehen. Solange bis wir genug Referenzen haben oder genug Mund-zu-Mund-Propaganda oder Empfehlungen, sodass wir zu Konditionen arbeiten können, die irgendwie für uns auch nachhaltig sind. Und wenn sich herausstellt, dass es zu lange dauert und dass wir einfach nicht über die Runden kommen bis dahin, dann müssen wir eine andere Lösung finden. Das ist natürlich kein Gedanke, den wir gerne haben. Da muss man schon ganz schön schlucken. Ich sehe leider im Moment auch keine Lösung, außer weiterzumachen und immer wieder neue Wege zu versuchen. Also ich habe in der letzten Woche allein 2, 3 Bewerbungsgespräche geführt mit Agenturen. Deswegen haben sie trotzdem noch lange keinen Auftrag jetzt im Moment für uns. Und wir haben sehr viele Optionen von Leuten, die uns gut finden, aber die Lage, in der die Firmen im Moment sind, hat zumindest im Moment noch nicht dazu geführt, dass uns mal jemand ordentlich bezahlt. Und du kannst dann 2 Rechnungen aufmachen. Du kannst entweder sagen, okay, wir müssen jetzt erstmal mehr Geld verdienen und mehr Sicherheit herstellen. Einer muss in eine Festanstellung gehen. Punkt. Dann können wir natürlich nicht weitermachen auf dem Weg. Oder wir entscheiden uns für das Gegenteil und sagen, wir versuchen jetzt auf dem Weg so schnell wie möglich weiterzukommen und verlieren dabei aber immer mehr Geld. Und was davon jetzt der richtige Weg ist, wissen wir nicht. Wir versuchen schon alles nach bestem Wissen und Gewissen zu machen. Wir würden nichts anderes machen wollen, aber es ist halt manchmal, ich meine, wir erzählen ja nicht jedes Detail, was uns so passiert und was wir von Leuten so mitkriegen, mit denen wir interagieren und wie alles zusammenhängt. Es ist nicht einfach immer nur, wir haben einen schlechten paar Tage, es ist halt immer eine Kette von Sachen, die so passiert. Jetzt müsste es aufhören. Ja, sag mal oben Bescheid, dass es aufhören soll. Wir können unsere Lebensrealität leider nicht ändern gerade. Wir müssen mit ihr arbeiten, so wie sie ist. Ich finde auch, das hat gar nicht mehr so viel mit Geduld zu tun. Es ist einfach nur eine sehr große Packung Existenzialismus auf einmal. Und du musst durch alles mit einmal durch. Du kannst es nicht irgendwie irgendwo hinpacken in irgendeine Schublade und sagen, das gucke ich mir in 5 Jahren nochmal an. Du musst das alles mit einmal lernen. Du sagst doch, musst nur Bescheid sagen, dass es aufhören soll. Ich habe keine Nerven dafür, 2 Stunden in irgendeiner Warteschleife zu hängen jetzt. Da bin ich wahnsinnig. Ihr kennt ja sicher das Phänomen, dass wenn ihr eine stressige Zeit hattet oder einen blöden Tag, dann gibt es so das psychologische Phänomen, dass man sich gerne was kauft. So, wir könnten jetzt da versuchen zu ergründen, ob das erst durch die Werbeindustrie geschaffen wurde oder ob das ein tief menschliches Phänomen ist. Tun wir aber nicht. Brustshopping. Jetzt Genau. in der DNA des Menschen entschlüsselt. Manchmal
fallen aber diese Momente der Frustration, ne? Frustshopping fällt zusammen mit Notwendigkeit. Und in meinem Fall ist Notwendigkeit, und das ich schon seit sehr, sehr vielen Jahren, ich will jetzt nicht sagen wie viele, aber es sind mindestens 10, überlege ich schon, mir eine Bariton-Gitarre zu kaufen. Also eine Gitarre, deren Stimme genauso wie beim Menschen zwischen Tenor und Bass liegt. Wobei das eben eher Countertenor war. Aber egal. Ich komme jetzt gleich zum Punkt. Und zwar, wir die letzten Wochen auch wieder ganz viel Freude gehabt mit unserer Arbeit, also der, mit der wir Geld verdienen. Das war alles sehr, sehr, sehr wenig erfreulich. Da kam das irgendwie über mich. Wir können wirklich behaupten, dass wir äußerst sparsam sind und uns eigentlich nie irgendwas gönnen. Nicht nur eigentlich, wir gönnen uns nie irgendwas. Dann fing ich an, damit zu arbeiten und ich glaube, es sind genau 2 Tage vergangen. Dann arbeitete ich nun so, Arbeit. Und dann starb mein Computer eines friedlichen, aber auch sehr schnellen Todes. Ich habe alles Mögliche versucht, ihn zu retten, aber es hat nicht funktioniert. Ist ein totales Erste-Welt-Problem, das ist vollkommen klar. Aber wenn sowas passiert mit wenig Ressourcen und schon aufgerieben, dann ist es leicht zu viel. Und ich meine, da hat man sich gerade dazu durchgerungen, für ungefähr 400 € eine neue Gitarre zu kaufen, nur um dann gezwungen zu sein, für mehrere Tausend einen neuen Computer zu kaufen. Das ist nicht so das beste Timing. Auf der anderen Seite hat die Gitarre aber jetzt schon so einen großen Beitrag zum Album geleistet, dass man den Kauf dann auch nicht bereuen darf. Auch wenn man jetzt leider noch einen tätigen muss, mit dem man nicht gerechnet hat. Und das alles, während man eigentlich gerade fast kein Geld verdient. Einen Abend, bevor mein Computer nicht mehr leben wollte, hatte ich den Gedanken, dachte ich, du musst jetzt eine Sicherungskopie machen von dem Song, an dem ich gerade gearbeitet habe. Habe ich aber nicht. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe mich über mich selber hinweggesetzt und gedacht, was soll schon passieren? Und das war genau dieser eine Abend, an dem ich es hätte machen müssen. Auch das kostet immens viel Zeit, das zu rekonstruieren. Und ich hatte gerade eine neue Ladung Kreativität abgeladen. Der Kreativitätsradlader kam mit der neuen Gitarre und das habe ich abgeladen. Ich glaube, die Wut muss ich rausnehmen. Und was machst du stattdessen? Willst du mal kurz hören, warum? So, und dann habe ich das für den zweiten Chorus nochmal oktaviert und lasse das beides gleichzeitig laufen. Ist auch geil. Ja. Hat das vollgefressen schon noch was geschafft heute? Ja. Und dann erdet es einfach so sehr, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man nach einem Tag, an dem vielleicht nicht alles so super gelaufen ist, oder einfach nur, wenn man sich festgebissen hat an irgendwas, irgendeiner kreativen Aufgabe im Atelier, oder wenn irgendwelche Jobbewerbungen wieder nicht klappen, wenn man rauskommen kann in den Garten und es ist still. Und man kann irgendwas Einfaches, Beruhigendes mit den eigenen Händen machen und sich aus diesem ganzen Kopfkosmos wieder befreien. Und in unserer kleinen Wohnung, in der wir leben, sind wir zwar auch sehr naturnah, wie es im Immobiliensprech heißt. Wir wohnen direkt am Wald und wir versuchen dann sehr oft rauszugehen und im Wald zu sein. Aber es ist nochmal einfach ein bisschen was anderes, wenn man umgeben ist von Dingen, für die man persönlich verantwortlich ist und deren Wohlergehen man sich selber mit eigenen Händen kümmern kann. Das stellt die Perspektive auch ziemlich schnell wieder her. Als wir angefangen haben zu filmen und ich das erste Mal vor der Kamera stand, habe ich gemerkt, dass das hilft, diese Sachen nochmal zu rekapitulieren. Das hat eine reinigende Wirkung. Wenn wir das festhalten für euch, passiert irgendwas. Es gibt einem Zeit, seine Gedanken selber ganz klar zu sortieren und nochmal zu hören, auch selber ausgesprochen zu hören. Und es macht irgendwie ein bisschen die Brust freier. Geht mir zumindest so. Ja, ich finde auch, es ordnet die Dinge immer noch ein bisschen ein. Wenn wir uns untereinander unterhalten, dann fokussieren wir uns natürlich sehr auf das, was wir gerade lösen wollen. Aber wenn man es dann nochmal für andere erzählt, ordnet sich das in einen größeren Zusammenhang ein. Und dann kriegt es weniger Gewicht. ja,
Es ordnet sich in all die Dinge ein, die alle Menschen auf dieser Welt so belasten. Und dann stellt man wieder einmal fest, dass es einem nicht so schlecht geht. Das ist ja sowieso paradox. Wir wissen, glaube ich, ganz gut die Sachen zu schätzen, die wir haben. Und wir sehen auch, was so um uns herum auf der Welt passiert. Und trotzdem müssen wir uns auch immer wieder rekalibrieren. Das kann man leider nicht sofort herbeiführen in den Momenten. Aber, Nicht immer, nicht sofort, aber ziemlich schnell. Aber wir machen ja beides. Wir reden mit einer Kamera und wir reden durch die Kamera zu euch. Und da fragen wir uns natürlich, wie ist das für euch? Gibt euch das was wir da reden? Und daraus entspringt ein kleiner Wunsch oder sagen wir mal eine Hoffnung. Und zwar, dass ihr auch mit uns redet, mit uns lacht, mit uns streitet, aber nur konstruktiv. Sagt uns, was euch gefällt und was euch nicht gefällt. Sagt uns, wie ihr euer Leben lebt oder wie ihr es gerne leben möchtet. Die Träume, an denen ihr arbeitet oder vielleicht euch noch nicht getraut habt zu arbeiten. Wir haben ja noch so viel vor mit euch und wir haben noch so viel zu geben. Zum Beispiel nächste Woche. als würde die Ebbe einsetzen. Dass selbst in einer desolaten Situation, dass man echt tolle Sachen machen kann. It's time for a change. Vielleicht reiße ich damit jetzt den Anfang wieder ein, aber es ist ja so, die Glocke und wir bilden eine unheilige Allianz. Ja? Und nur wenn ihr die Glocke drückt, kommen wir zurück. Es klingt traurig, aber es ist so. Also drückt die Glocke. Bis nächste Woche. Zuckerentzug kann ich nur empfehlen. Das führt zu weit. Ich will immer viel zu viel erzählen. War das schon ausreichend?